Sneakers. Fast jeder trägt sie und hat auch gleich mehrere Paare im Schrank. Natürlich halten aber auch diese Schuhe nicht ewig. Was geht denn normalerweise so kaputt an Turnschuhen? Also die Naht meistens vorne bei mir. Ja. Ja, und die Sohle knickt. Manchmal ist die Sohle durchgelaufen oder dass die Naht irgendwie aufreißt oder so. Und dann machen die meisten Leute das Gleiche. Im Normalfall wegwerfen. Müll. Dann fürchte ich, muss ich sie entsorgen. Heißt das, dass es andere Möglichkeiten gibt, was mit den Turnschuhen zu tun? Ja, wir besuchen heute tatsächlich einen Schuhmacher, der sich auf Sneaker spezialisiert hat. Ah, okay. Wir besuchen Schuhmacher Matthias Schmidt aus Niedernhausen. Er repariert alle möglichen Schuhe. Aber seine Spezialität sind Sneaker. Dass die so oft weggeworfen werden, hält er für Geldverschwendung. Es ist alles machbar eigentlich, aber das größte Problem ist einfach, dass die Leute nicht wissen, dass es machbar ist. Das hat sich, ich glaube, im Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich das so entwickelt, dass da einfach sich eine riesige Ahnungslosigkeit breit gemacht hat. Der Schuhmacher repariert seit Jahrzehnten auch Turnschuhe. Die Arbeit ist im Großen und Ganzen so ähnlich wie bei anderen Schuhen auch. Das Schwierige, eigentlich gibt es am Sneaker nichts Schwierigeres wie bei jedem anderen Schuh auch. Ich denke, man braucht eine gewisse Kreativität. Was muss ich machen, damit es funktioniert? Sonst eigentlich nichts großartig. Was man halt auch viel braucht, und das will so manche Schuhmacher nicht, sie brauchen ein relativ großes Lager mit Material. Viele seiner Kunden sind Stammkunden. Aber die meisten leben nicht gerade um die Ecke. Das meiste kriege ich wirklich mit dem Paket. Sehen Sie. Das ist alles, was ich bekommen habe. Und da drüben das nächste ist auch gerade noch alles voll. Das muss ich alles noch machen. Ich habe aus ganz Deutschland Kunden, inzwischen auch aus dem europäischen Ausland, Schweiz, Österreich. Der weiteste, wo ich einen Kunde hatte, ist, glaube ich, Dublin. Genau, was nehme ich denn da jetzt für? Momentan bearbeitet Schuhmacher Schmidt diese Sneaker. Ja, da gibt es auch einen neuen Aufbau auf den Schuh. Ist auch ein gern getragenes Schätzchen von der Kundin, zugeschickt per Paket. Das ist die Originalsohle. Die sieht noch einigermaßen gut aus. Die zweite hat hier ein dickes Loch drin gehabt und den möchte sie aufgebaut haben. Der kommt natürlich ganz weg. Und da habe ich jetzt schon mal so einen Lederrand außenrum gemacht als Verstärkung. Das ist bei solchen Schuhen immer notwendig. Das liegt an der Art und Weise der Herstellung, wie so ein Schuh hergestellt ist. Kann man nicht einfach eine Sohle unten drauf kleben. Hat schon seinen Grund, warum der hier original einen Rand hat. Schleifen, kleben, Material auswählen. Alles, damit es dem Original so nahe wie möglich kommt. Manche Leute hängen an ihren Schuhen. Ich habe letztens auch aus dem Odenwald einen Kunde gehabt, der hat mir den geschickt. Das war auch, also wenn Sie den gesehen hätten, der war verranzt, verrobbt, da war ja fast nichts mehr. Den wollte er gemacht haben. Ich weiß gar nicht, was er bezahlt hat. Irgendwas zwischen 150 und 180 Euro. Der war aber glücklich, dass er den gemacht bekommen hat. Sneakers zu reparieren bedeutet viel Arbeit. Matthias Schmidt ist trotzdem davon überzeugt, dass sich das lohnt. Und nachhaltig ist es sowieso. Also wenn man es wirklich nachrechnet, lohnt es sich. Es ist zumindest nicht teurer wie einen neuen Schuh. Aber der Vorteil ist immer der, beim neuen Schuh haben Sie dasselbe Problem wieder. Das ist oft so, weil ein Polyurethanschaum, was dann meistens drunter ist, das 5 Jahre, 10 Jahre und dann fällt es auseinander und dann kaufst du wieder einen neuen. Und wenn ich was neu aufgebaut habe, dann lebt die Sohle, dieser Sohlenaufbau, solange es den ganzen Schuh gibt, bis der Rest auch kaputt ist. Was waren da ganz speziell? Der Schuhmacher dokumentiert seine Arbeit und stellt die Bilder ins Netz. Und er ist zu Recht stolz darauf. Das war auch einer, das war auch ein relativ verranztes Teil. Ja, also sah schon relativ schlimm aus. Aber will er wieder weitertragen. Wollte er weitertragen und dann geht er auch wieder hervorragend. Ja, auch wie der, genau. Da habe ich dann auch die Vorher-Nachher-Bilder. Ja, das ist auch einer, auch Nike Air, wo dann einfach so diese Luftpolster innen drin, die fallen einfach auseinander irgendwann. Ja, und dann alles raus, aufbauen, farblich so, wie ich mir das vorstellen kann. Und dann ist der wieder hervorragend tragbar. Und so sehen die Schuhe dann aus, wenn die Arbeit beendet ist.
finde ich, ist echt gut geworden. Ist echt schön von der Farbgebung und alles. Ja, der geht wieder hervorragend. Sieht aus wie neu. Besser wie neu.